Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Dem heiligen Nikolaus wird ja unter anderem das sogenannte Kornwunder zugeschrieben. Er überredete Seeleute, einen Teil der Getreideladung ihres Schiffes für Notleidende zu spenden. Und siehe da, als das Schiff danach weiterfuhr, hatte seine Ladung trotz der Entnahme kein Gramm Gewicht verloren. Nikoläuse gab es heute am Kabinettstisch auch, aber kein Kornwunder. Die Haushaltslöcher sind immer noch da und der Streit darüber, wie man das Problem fürs nächste Jahr lösen will, auch. Vielleicht gelingt das jetzt am Abend. Da treffen sich noch mal Scholz, Habeck und Lindner im Kanzleramt. Und dort steht für uns Diana Zimmermann. Diana, wird das wieder mal eine lange Berliner Nacht oder was hörst du? Ich höre nichts und würde das als Zeichen dafür werten, dass hier hinter mir sehr konzentriert gearbeitet wird. Den ganzen Tag wurde verhandelt zwischen Kanzler, Wirtschafts- und Finanzminister. Und bis auf eine kurze Pause, in der Olaf Scholz den belgischen König empfing, wird jetzt seit 6:30 etwa weiter verhandelt. Die letzten Wochen haben wir sehr viel gehört von den Koalitionsspitzen, vor allen Dingen Vorschläge, wo die jeweils beiden anderen Parteien doch bitte sparen sollten und worauf sie verzichten sollten. Heute war es sehr still. Das spricht dafür, dass man nun tatsächlich an Kompromissen arbeitet und nichts anderes kann man ja auch eigentlich von einer demokratisch gewählten Regierung erwarten. Solange dieser Haushalt 24 nicht steht, nämlich gibt es viele Bürger und Unternehmen im Land, die Sorgen haben, die keine Planungssicherheit haben und das ist deswegen kritisch, weil es eben tatsächlich darum geht, welche Fördersummen, welche Kredite der Bund im nächsten Jahr auflegen kann. Das ist eine Belastung für Deutschland, für den Wirtschaftsstandort. Es ist eine Belastung für die Ampel, die am Samstag Halbzeit begeht. Und es ist eine Belastung für den Kanzler, der am Wochenende einen SPD-Parteitag vor sich hat. Und da möchte er ganz sicher nicht als ein Kanzler ohne Haushalt, sondern als ein Kanzler mit Plan dastehen. Die Einschätzung aus Berlin. Dankeschön, Diana. Wladimir Putin reiste heute in die Golfregion, besuchte die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Eine Verhaftung hatte er nicht zu befürchten. Die beiden Länder sind keine Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs. Stattdessen gab es einen Empfang mit viel Pomp, Fliegerstaffel und roten Teppichen. Was ihm sicher gefallen hat. Der Mann kommt ja nicht mehr viel herum in der Welt. Und es dürfte ihm auch recht sein, wenn sein Auftritt am Golf etwas ablenkt von der im benachbarten Emirat Dubai stattfindenden Weltklimakonferenz. Bei der ist jetzt auch Halbzeit. Und Andreas Stamm zieht für uns eine Zwischenbilanz. Eine globale Party ist es noch nicht. Angeführt vom COP-Präsidenten, der als Ölmanager heftig kritisiert wird, kommt die Weltklimakonferenz in Trippelschritten voran. Sultan Al-Jaber sucht Kompromisse bei dem Thema. Kann in Dubai der Abschied von Öl, Kohle, Gas beschlossen werden? Die Zeit drängt. Denn 2023 werde das global heißeste je gemessene Jahr. Laut dem EU-Klimawandeldienst liegt die Durchschnittstemperatur bislang um 1,46 Grad höher als vor der Industrialisierung. Noch ein Ausnahmejahr, aber ein weiterer Weckruf für die Weltklimakonferenz. Wenn man sich die tatsächlichen Pläne der Regierungen anschaut, stellt man fest, dass bis zum Jahr 2030 die Kohleproduktion steigen soll und dann erst langsam abflacht. Bis zum Jahr 2050 soll die Öl- und Gasproduktion steigen und dann vielleicht ein Plateau erreichen. Das ist mit einem 1,5 Grad Pfad in keiner Weise vereinbar. Bei einem Punkt gab es Überraschungen. An Tag 1 wird ein Fonds für Klimaschäden eingerichtet, eine jahrzehntealte Forderung der Entwicklungsländer. Mittlerweile urteilen Aktivisten und Experten härter, Überraschung gelungen, aber eine zu kleine. Die Schäden durch die Klimawandelfolgen gehen in die Milliarden, nicht Millionen. Dazu ein COP-Präsident, der erzählt, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg gebe, dass wir weg vom Öl müssen. Danach sagt er, die Wissenschaft würde ihn leiten, um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten. Was für ein Durcheinander. Über den Erfolg der Konferenz entscheidet vor allem, wie weit kommt man beim fossilen Ausstieg. Garantiert ist für die zweite Halbzeit nur eins: ein tage- und nächtelanger Verhandlungsmarathon. Dass der Nahostkonflikt massiv polarisiert, dass Hass auf Israel und Antisemitismus weit verbreitet sind, das war alles nicht neu. Aber an manchen Orten brach das in den letzten Wochen in einer Weise auf, mit der nicht jeder gerechnet hatte. Dass an berühmten amerikanischen Elite-Universitäten bereits am Tag der Hamas-Angriffe in öffentlichen Bekundungen der Terror noch nicht mal als solcher benannt wurde, das war nicht nur für die jüdischen Studierenden dort ein Schock.
Sie erlebten Übergriffe und Hassparolen an und in den Universitäten. Dazu gab es jetzt im US-Kongress eine Anhörung, die nun wiederum hohe Wellen schlägt. Aus Washington, Claudia Bates. Der Bildungsausschuss des Repräsentantenhauses forderte klare Antworten. Doch die Präsidentinnen der Elite-Universitäten antworteten akademisch differenziert und blieben auch da im Ungefähren, wo es den fragenden Abgeordneten wehtat. Verstößt der Aufruf zum Völkermord in Harvard gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung, ja oder nein? Das hängt vom Kontext ab. Welchem Kontext? Ob jemand gezielt als Einzelperson angegriffen wird. Ich denke, mindestens ist es Hassrede und sollte verurteilt werden. Ob es einem Aufruf zu Gewalt gleichkommt, unter den Grundsätzen, denen die Penn-Universität folgt und die geleitet sind von der Verfassung, das ist eine viel schwierigere Frage. Radikale pro-palästinensische Sprechchöre Israel werden Kriegsverbrechen, Kolonialismus und Völkermord vorgeworfen, wie hier an der Harvard-Universität. Bei einer Einladung in den Kongress berichten jüdische Studenten von Bedrohungen. Ich höre Rufe, Juden zu vergasen und Hitler hätte recht gehabt. Studenten und Professoren riefen stolz zum Völkermord an Juden auf. Die Uni-Präsidentinnen verurteilten Antisemitismus klar und deutlich. Aber wir sind verpflichtet, die freie Meinungsäußerung zu schützen, auch bei Ansichten, die wir ablehnen oder beleidigend finden. Grenzen ziehen sie erst bei direkten persönlichen Übergriffen oder Gewalt. Und mit dem Kriegsgeschehen im Nahen Osten geht es jetzt bei dir weiter, Gundela. Ja, im Gazastreifen läuft eine der schwersten Kampfphasen seit Beginn des Krieges vor 2 Monaten. Die israelische Armee attackiert massiv die Hamas-Hochburg Khan Yunis. Zugleich verschärft sich die humanitäre Lage in Südgaza. 1,9 Millionen Binnenvertriebene haben immer weniger sichere Räume und sind in Not. 2 Moskau-treue Politiker aus der Ukraine sind durch Anschläge getötet worden. Im Fall Ilja Kiva soll sich der ukrainische Geheimdienst zu der Tat bekannt haben. In Kiew ehrte Präsident Selenskyj am Tag der Streitkräfte schwer verletzte Soldaten und erwies gefallenen Ukrainern die letzte Ehre. Bahnkunden müssen sich auf einen weiteren Warnstreik einstellen. Die Gewerkschaft der Lokführer hat zu einem eintägigen Ausstand aufgerufen, von morgen Abend 22 Uhr bis Freitagabend. Damit wird auch der Wochenendverkehr beeinträchtigt. Ende November hatte die GDL die Tarifverhandlungen mit der Bahn abgebrochen. Im Bundestag gibt es nur noch 5 Fraktionen. Nach der heute wirksam gewordenen Selbstauflösung der Linksfraktion wollen die verbliebenen 28 Abgeordneten als Gruppe weiter linke Oppositionsarbeit leisten. Hintergrund ist die Abspaltung von Sarah Wagenknecht, der sich 9 Abgeordnete der Linken angeschlossen haben. Ein Berliner Urgestein der Grünen ist verstorben, Wolfgang Wieland. 1978 hatte er die Alternative Liste Berlin mitbegründet, ein Vorläufer von Bündnis 90 Die Grünen. Wieland, kurzzeitig auch Justizsenator von Berlin, wurde 75 Jahre alt. Und wir haben die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten 2, 15, 27, 42, 43, 45. Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen auf lotto-zdf.de und im ZDF-Text. Das Winterwetter wird wieder milder. Etwas Schnee oder Regen gibt es im Osten. Sonst teils neblig, trübe oder bewölkt, teils freundlich mit längerem Sonnenschein. 0 bis 6 Grad. Am Freitag von Westen her Schnee und Glatteisregen, der bis Samstag den Südosten erreicht. Danach deutlich milder, wechselhaft und windig. Das war's von uns. Gleich geht's mit der zweiten Halbzeit weiter. Und um 0:45 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Update. Auf Wiedersehen. Tschüss.